Lektion 1. Gehst du gerne zu Schulveranstaltungen wie Tänzen und Abschlussbällen? Hallo, Anna. Gehst du gerne zu Schulveranstaltungen wie Tänzen und Abschlussbällen? Ja, ich freue mich auf Schulveranstaltungen wie Tänze und Abschlussball. Es sind lustige und unvergessliche Erlebnisse. Das ist großartig. Was ist deine Lieblingsaktivität am Wochenende mit Freunden? Im Park rumhängen oder ins Kino gehen sind einige unserer Lieblingsaktivitäten am Wochenende zusammen. Zeit im Park zu verbringen oder Filme zu schauen, klingt nach viel Spaß. Gibt es noch andere Aktivitäten, die dir Spaß machen? Wir gehen auch gerne in Cafés, probieren neue Restaurants aus oder veranstalten Spieleabende bei jemandem zu Hause. Cafés und Restaurants zu erkunden und Spieleabende zu veranstalten, ist eine großartige Möglichkeit, sich mit Freunden zu treffen. Gab es irgendwelche unvergesslichen Momente bei deinen Es gab viele Wochenendaktivitäten? lachende Momente, von lustigen Filmszenen bis hin zu komischen Spieleabendwettbewerben. Lachende Momente machen die Erinnerungen noch besonderer. Irgendwelche Pläne für das bevorstehende Wochenende mit deinen Freunden? Wir planen ein Picknick am Strand und vielleicht ein Freundschaftsspiel. Wir lieben es, draußen aktiv zu sein. Ein Strandpicknick und ein Sportspiel klingen nach fantastischen Plänen. Irgendwelche letzten Gedanken zu Wochenendaktivitäten mit Freunden? Zeit mit Freunden zu verbringen ist wichtig, um starke Beziehungen aufzubauen und bleibende Erinnerungen zu schaffen. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Danke fürs Teilen, Anna. Genieße deine bevorstehenden Wochenendaktivitäten mit Freunden. Du bist willkommen, John. Ich weiß es zu schätzen. Hab einen wundervollen Tag. Lektion 2. Was ist deine Lieblingsaktivität am Wochenende mit Freunden? Hallo, Anna. Wir gehen oft in den Park und spielen am Wochenende Basketball. Was ist deine Lieblingsaktivität am Wochenende mit Freunden? Das Erkunden von Naturpfaden und Wandern sind unsere Lieblingsaktivitäten am Wochenende. Wir sind gerne draußen und bleiben aktiv. Naturpfade zu erkunden und zu wandern klingt nach viel Spaß. Gibt es bestimmte Wanderwege oder Parks, die Sie gerne besuchen? Wir haben ein paar Lieblingswege in der Nähe, wie die im örtlichen Naturschutzgebiet und im Bergpark. Lokale Naturschutzgebiete und Bergparks bieten wunderschöne Wandermöglichkeiten. Gibt es unvergessliche Momente von Ihren Wanderabenteuern? Wir hatten atemberaubende Ausblicke von Berggipfeln, sind Wildtieren begegnet und haben auf unseren Wanderungen versteckte Wasserfälle entdeckt. Atemberaubende Ausblicke, Begegnungen mit Wildtieren und versteckte Wasserfälle machen das Wandern noch aufregender. Irgendwelche bevorstehenden Wanderpläne? Wir planen, nächstes Wochenende einen anspruchsvolleren Trail in Angriff zu nehmen. Es ist bekannt für seine atemberaubenden Ausblicke und sein Einen raues Gelände. herausfordernden Trail in Angriff zu nehmen, klingt nach einem Abenteuer. Irgendwelche letzten Gedanken zu Wochenendaktivitäten in der Natur? In der Natur zu sein bietet eine erfrischende Flucht aus dem Alltag und ermöglicht es uns, die Schönheit der Natur zu schätzen. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Danke fürs Teilen, Anna. Genieße dein bevorstehendes Wanderabenteuer mit Freunden. Du bist willkommen, John. Ich weiß es zu schätzen. Hab einen fantastischen Tag. Lektion 3. Wie oft besuchst du deine Großeltern? Hallo, Anna. Ich besuche meine Großeltern ein- oder zweimal im Monat. Wie oft besuchst du deine Großeltern? Ich versuche, meine Großeltern alle 2 Wochen zu besuchen. Ich verbringe gerne Zeit mit ihnen und höre mir ihre Geschichten an. Das ist nett. Regelmäßige Besuche tragen dazu bei, eine starke Verbindung aufrechtzuerhalten.
Gibt es spezielle Aktivitäten, die du machst, wenn du deine Großeltern Wir besuchst? essen oft zusammen, spielen Brettspiele oder gehen in der Nachbarschaft spazieren. Es ist eine schöne Zeit mit der Familie. Mahlzeiten, Brettspiele und Spaziergänge klingen nach wunderbaren Bindungsaktivitäten. Gibt es unvergessliche Momente, die du mit deinen Großeltern hattest? Wir haben herzliche Gespräche geführt, gemeinsam gelacht und bei unseren Besuchen wunderschöne Erinnerungen geschaffen. Herzliche Gespräche und Gelächter machen die Besuche zu etwas Besonderem. Gibt es Schwierigkeiten bei der Planung von Besuchen oder beim Verbringen von Zeit mit Ihren Großeltern? Manchmal können widersprüchliche Zeitpläne oder Entfernungen es schwierig machen, aber wir bemühen uns, Zeit füreinander zu finden. Trotz Herausforderungen Zeit zu finden, zeigt, wie wichtig die Beziehung ist. Irgendwelche letzten Gedanken zum Besuch bei Großeltern? Großeltern zu besuchen ist eine Möglichkeit, Liebe, Respekt und Wertschätzung für die Weisheit und Liebe zu zeigen, die sie mit uns teilen. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Danke fürs Teilen, Anna. Genieß deinen nächsten Besuch bei deinen Großeltern. Du bist willkommen, John. Ich weiß es zu schätzen. Hab einen wundervollen Tag. Lektion 4. Hast du Haustiere zu Hause? Hallo, Anna. Ja, ich habe eine Katze namens Whiskas. Hast du Haustiere zu Hause? Nein, ich habe keine Haustiere zu Hause. Ich wollte aber schon immer einen Hund haben. Hunde sind großartige Begleiter. Gibt es einen bestimmten Grund, warum du noch keinen bekommen hast? Ich wohne in einer Wohnung, in der Haustiere nicht erlaubt sind, daher ist das im Moment nicht machbar. Ah, ich verstehe. Wohnungsregeln können den Besitz von Haustieren einschränken. Gab es unvergessliche Momente mit deiner Katze, Whiskas? Whiskers liebt es, sich auf meinem Schoß gemütlich zu machen, während ich lese oder fernsehe. Es ist eine gemütliche und entspannte Zeit zusammen. Das klingt bezaubernd. Katzen können sehr liebevoll sein. Gibt es Herausforderungen, denen sie bei der Pflege von Whiskas gegenüberstehen? Mit der regelmäßigen Fellpflege Schritt zu halten und für ausreichend Spielzeit und Stimulation zu sorgen, sind wichtige Herausforderungen, die es zu Regelmäßige bewältigen gilt. Fellpflege und Spielzeit sind für eine glückliche und gesunde Katze unerlässlich. Irgendwelche letzten Gedanken dazu, Haustiere zu haben? Haustiere bringen Freude, Kameradschaft und Verantwortung in unser Leben. Sie können eine wunderbare Ergänzung für jede Familie sein. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Danke fürs Teilen, Anna. Genieß deine Zeit mit Whiskas. Du bist willkommen, John. Ich weiß es zu schätzen. Hab einen schönen Tag. Lektion 5. Bist du ein Fan von Outdoor-Aktivitäten? Hallo, Anna. Ja, ich wandere und fahre gerne am Wochenende Rad. Bist du ein Fan von Outdoor-Aktivitäten? Absolut. Ich liebe es draußen zu sein und die Natur zu erkunden. Es ist erfrischend und anregend. Das ist großartig. Empfehlen Sie bestimmte Wander- oder Radwege? Es gibt einen malerischen Weg am Fluss und einen Radweg durch den nahe gelegenen Wald. Sie sind beide wunderschön und unterhaltsam. Malerische Wanderwege am Fluss und Radwege im Wald klingen fantastisch. Gibt es unvergessliche Momente von Ihren Outdoor-Abenteuern? Ich habe beim Wandern atemberaubende Sonnenuntergänge von Berggipfeln aus gesehen und aufregende Fahrradtouren durch anspruchsvolles Gelände gemacht. Sonnenuntergänge zu erleben und spannende Fahrten zu erleben, macht Outdoor-Abenteuer unvergesslich. Haben Sie bevorstehende Wander- oder Fahrradpläne? Ich habe vor, nächstes Wochenende einen neuen Weg zu wandern und eine andere Fahrradroute zu erkunden. Ich liebe es,
neue Wege Das auszuprobieren. Ausprobieren neuer Trails und Routen hält die Spannung am Leben. Irgendwelche abschließenden Gedanken zu Outdoor-Aktivitäten? Outdoor-Aktivitäten bieten die Möglichkeit, sich mit der Natur zu verbinden, aktiv zu bleiben und die Schönheit der Welt um uns herum zu schätzen. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Danke fürs Teilen, Anna. Viel Spaß bei deinen bevorstehenden Outdoor-Abenteuern. Du bist willkommen, John. Ich weiß es zu schätzen. Hab einen fantastischen Tag. Lektion 6. Könnten Sie bis 9 Uhr für das Treffen bereit sein? Könnten Sie bis 9 Uhr für das Treffen bereit sein? Ja, ich könnte rechtzeitig vorbereitet sein. Was müssen wir in der Sitzung besprechen? Wir werden die Projektaktualisierungen durchgehen und die bevorstehenden Termine besprechen. Gibt es spezielle Punkte, die Sie behandeln möchten? Ich möchte den Fortschritt der Marketingkampagne mit Ihnen teilen. Wie steht's mit dir? Ich werde Sie über die Finanzprognosen und das Budget auf dem Laufenden halten. Gibt es Material, das ich mitbringen sollte? Bitte bringen Sie den aktuellen Verkaufsbericht und alle relevanten Dokumente mit. Sollen wir eine Präsentation fertig haben? Ja, lassen Sie uns eine kurze Präsentation vorbereiten, um die wichtigsten Punkte zusammenzufassen. Bevorzugen Sie ein bestimmtes Format oder Folien? Eine prägnante und visuell ansprechende Präsentation wäre ideal. Lassen Sie uns es informativ und dennoch ansprechend gestalten. Sollten wir Zeit für Fragen und Diskussionen einplanen? Absolut. Wir sollten jedem Zeit geben, Fragen zu stellen und seine Erkenntnisse zu teilen. Wie lange sollte das Treffen dauern? Lassen Sie uns ein einstündiges Treffen anstreben, um sicherzustellen, dass wir alles besprechen, ohne zu überstürzen. Müssen wir noch etwas vorbereiten? Wir sollten eine klare Agenda haben und diese im Voraus an die Teilnehmer verteilen. Irgendwelche abschließenden Gedanken zu dem Treffen? Stellen wir sicher, dass alle gut vorbereitet sind, und fördern wir die aktive Teilnahme. Auf ein produktives Treffen. Lektion 7. Könnten wir heute 30 Minuten trainieren? Könnten wir heute 30 Minuten trainieren? Ja, wir könnten ein schnelles Training machen. Welche Art von Übung haben Sie im Sinn? Wie wäre es mit einem flotten Spaziergang oder Joggen in der Nachbarschaft? Es ist eine gute Cardio-Option. Bist du bereit dafür? Das klingt perfekt. Ich gehe gerne spazieren oder jogge. Um wie viel Uhr sollten wir gehen? Lass uns am Abend gegen 18:00 gehen. Es ist eine schöne Zeit, draußen zu sein. Ist das praktisch für dich? 18 Uhr funktioniert für mich. Ich werde darauf achten, bequeme Trainingskleidung zu tragen. Sollen wir uns vorher und nachher dehnen? Ja, lassen Sie uns eine Dehnungsroutine zum Aufwärmen und Abkühlen durchführen, um Verletzungen vorzubeugen. Bevorzugen Sie bestimmte Dehnungen? Ich mache gerne Beindehnungen und Schulterrollen. Sie helfen mir, mich zu entspannen. Brauchen wir irgendwelche Ausrüstung? Zum Spazierengehen oder Joggen ist keine Ausrüstung erforderlich. Achten Sie nur darauf, gute Geh- oder Laufschuhe zu tragen. Hast du noch andere Übungen, die du gerne einbauen würdest? Wir können während unseres Spaziergangs einige Körpergewichtsübungen wie Kniebeugen und Ausfallschritte einbauen. Das sorgt für Abwechslung. Wie wäre es, unseren Fortschritt zu Wir verfolgen? können eine Fitness-App oder einen Schrittzähler verwenden, um unsere Entfernung und Schritte zu verfolgen. Es kann motivierend sein. Irgendwelche anderen Gedanken zu unserer Trainingseinheit? Lassen Sie uns die frische Luft genießen und daraus eine unterhaltsame Aktivität machen. Wir wünschen Ihnen, aktiv und gesund zu bleiben. Lektion 8. Könnten Sie beim Zuhören aufmerksamer sein? Könnten Sie beim Zuhören aufmerksamer sein? Ja,
Ich könnte mich besser auf das konzentrieren, was gesagt wird. Warum hältst du es für wichtig? Achtsam zu sein zeugt von Respekt und hilft, andere zu verstehen. Wie planen Sie, sich zu verbessern? Ich übe aktives Zuhören und minimiere Ablenkungen. Wie steht's mit dir? Ich werde mich bemühen, meine volle Aufmerksamkeit zu schenken und Unterbrechungen zu vermeiden. Gibt es spezielle Techniken, die du hilfreich findest? Augenkontakt zu halten und zu nicken, um zu zeigen, dass ich verlobt bin, hilft mir, aufmerksam zu bleiben. Was ist mit dir? Ich finde, dass es mir hilft, mir kurze Notizen zu machen und wichtige Punkte in meinem Kopf zu wiederholen, um Informationen zu behalten. Gibt es Herausforderungen, denen Sie Manchmal gegenüberstehen, wandern wenn meine Sie Gedanken ab aufmerksam oder bleiben ich wollen? beschäftige mich mit meinen eigenen Gedanken. Wie steht's mit dir? Äußere Ablenkungen können es schwierig machen, konzentriert zu bleiben. Irgendwelche Tipps für jemanden, der beim Zuhören aufmerksamer sein möchte? Übe, im Moment präsent zu sein und zeige aufrichtiges Interesse am Sprecher. Wie steht's mit dir? Ich finde, klärende Fragen zu stellen und zusammenzufassen, was ich gehört habe, verbessert meine Aufmerksamkeit. Hast du noch andere Gedanken dazu, beim Zuhören aufmerksam zu Es sein? verbessert die Kommunikation und stärkt die Beziehungen. Lasst uns weiterhin achtsame Zuhörer sein. Ich stimme zu. Es geht darum, aufmerksam zu sein und wirklich zu hören, was andere zu sagen haben. Lektion 9. Könntest du deinen Freund anrufen, um das zu besprechen? Könntest du deinen Freund anrufen, um das zu besprechen? Ja, ich könnte sie später anrufen. Auf welchen Freund beziehst du dich? Ich habe an deine Freundin Sarah gedacht. Es ist eine Weile her, seit du das letzte Mal gesprochen hast. Hast du Kontakt zu ihr? Ja, ich habe ihre Kontaktinformationen. Ich werde mich mit ihr in Verbindung setzen und schauen, ob sie für ein Gespräch verfügbar ist. Gibt es etwas Spezielles, das ich fragen oder besprechen soll? Überprüfe einfach, wie es ihr geht und ob sie Interesse an einem Treffen hätte. Gibt es eine bestimmte Zeit, die für dich funktioniert? Ich werde versuchen, sie heute Abend anzurufen, wenn ich etwas Freizeit habe. Ich werde sie über das Gespräch auf dem Laufenden halten. Gibt es noch etwas, das ich Ihnen mitteilen soll? Lass sie wissen, dass wir an sie gedacht haben und uns gerne treffen würden. Gibt es Themen, die wir deiner Meinung nach besprechen sollten, wenn wir uns treffen? Wir können über aktuelle Ereignisse sprechen, Neuigkeiten aus unserem Leben teilen und in Erinnerungen an alte Zeiten schwelgen. Gibt es einen bevorzugten Ort für das Treffen? Vielleicht können wir vorschlagen, sich in einem örtlichen Café oder Park zu treffen. Es ist eine ungezwungene und komfortable Umgebung. Mal sehen, was Sarah bevorzugt. Sollten wir sonst noch etwas in Betracht ziehen? Es wäre schön, einige Fragen oder Gesprächsstarter vorzubereiten, um das Gespräch am Laufen zu halten. Wir wünschen Ihnen, sich wieder mit Sarah zu verbinden und ein gutes Gespräch zu führen. Lektion 10. Könnten Sie bereit sein, ein neues Hobby auszuprobieren? Könnten Sie bereit sein, ein neues Hobby auszuprobieren? Ja, ich könnte eine neue Aktivität ausprobieren. Welches Hobby schwebt dir vor? Wie wäre es mit Malen oder Zeichnen? Es ist ein kreatives und entspannendes Hobby. Interessieren Sie sich für Kunst? Das klingt interessant. Ich wollte es schon immer mal mit Malen versuchen. Wann sollten wir anfangen? Wir können dieses Wochenende anfangen. Ich sammle ein paar grundlegende Malutensilien. Gibt es eine bestimmte Art von Gemälde, die Sie ausprobieren möchten? Fangen wir mit der Aquarellmalerei an. Es scheint anfängerfreundlich zu sein. Benötigen wir Anleitungen oder Tutorials? Wir können Online-Tutorials finden oder einen Kunstkurs für Anfänger belegen. Es würde uns helfen, die Grundlagen zu lernen. Fühlst du dich damit wohl?
Ja, Online-Tutorials oder ein Kurs wären hilfreich. Lassen Sie uns verschiedene Techniken und Stile untersuchen. Gibt es noch andere Hobbys, die du gerne ausprobieren Ich würdest? interessiere mich für Fotografie. Es ermöglicht uns, schöne Momente festzuhalten. Gibt es spezielle Motive oder Themen, die Sie fotografieren möchten? Natur und Landschaften wären großartige Motive zum Fotografieren. Sie bieten viel Schönheit und Abwechslung. Sollten wir Ausflüge zum Fotografieren planen? Ja, lass uns ein paar Ausflüge ins Freie planen, um das Fotografieren zu üben. Das gibt uns auch die Möglichkeit, neue Orte zu erkunden. Irgendwelche letzten Gedanken zum Ausprobieren neuer Hobbys? Es ist aufregend, unsere Komfortzonen zu verlassen und neue Leidenschaften zu entdecken. Lassen Sie uns der Kreativität freien Lauf lassen und die Reise genießen. Lektion 11. Ich habe gehört, dass du Mitglied des Fotografieclubs bist. Hallo, Anna. Ich habe gehört, dass du Mitglied des Fotografieclubs bist. Das ist cool. Ja, ich fotografiere gerne und bin gerne Teil des Clubs. Gehörst du irgendwelchen Schulvereinen an, John? Ja, ich bin auch Mitglied im Photography Club. Wir haben ein gemeinsames Interesse. Das ist großartig. Was gefällt dir am meisten daran, im Fotoclub zu sein? Ich genieße es, Momente festzuhalten und meiner Kreativität durch Fotografie Ausdruck zu verleihen. Es macht sehr viel Spaß. Fotografie ist eine wunderbare Möglichkeit, Kreativität auszudrücken. Gibt es Lieblingsmotive oder Stile, die du gerne fotografierst? Ich mache gerne Naturfotos und experimentiere gerne mit verschiedenen Winkeln und Lichttechniken. Naturfotografie kann faszinierend sein. Irgendwelche Tipps oder Tricks, die du durch den Club gelernt hast? Ich habe etwas über Komposition, die Verwendung verschiedener Kameraeinstellungen und Nachbearbeitungstechniken gelernt. Das sind wertvolle Fähigkeiten. Gibt es unvergessliche Erlebnisse oder Fotoprojekte, an denen Sie gearbeitet haben? Letztes Jahr hatten wir eine Fotoausstellung, in der ich einige meiner besten Aufnahmen gezeigt habe. Es war aufregend. Das klingt nach einer großartigen Gelegenheit, Ihre Arbeit zu präsentieren. Hast du Pläne oder Ziele für deine Fotografie? Ich möchte meine Fähigkeiten weiter verbessern und in Zukunft vielleicht sogar an Fotowettbewerben teilnehmen. Das ist ehrgeizig. Wettbewerbe können eine großartige Möglichkeit sein, sich selbst herauszufordern. Irgendwelche letzten Gedanken dazu, Teil eines Schulclubs zu Wenn sein? Sie Teil eines Clubs sind, können Sie Ihren Interessen nachgehen, von anderen lernen und neue Freunde finden. Ich stimme zu. Es ist eine lohnende Erfahrung. Danke fürs Teilen, John. Mach weiter tolle Fotos. Du bist willkommen, Anna. Ich weiß es zu schätzen. Haben Sie einen fantastischen Tag und genießen Sie die Aktivitäten Ihres Fotoclubs. Lektion 12. Hast du einen Teilzeitjob? Hallo, Anna. Hast du einen Teilzeitjob? Ja, ich arbeite Teilzeit in einer örtlichen Buchhandlung. Es ist ein lustiger Job. Das ist cool. Was gefällt dir am meisten an der Arbeit in der Buchhandlung? Ich liebe es, von Büchern umgeben zu sein und Kunden dabei zu helfen, ihre nächste großartige Lektüre zu Die finden. Arbeit mit Büchern klingt erfüllend. Hast du Lieblingsgenres oder Autoren? Ich lese gerne Fantasy-Romane und einige meiner Lieblingsautoren sind J.K. Rowling und George R.R. Martin. Fantasy ist ein beliebtes Genre. Gibt es Vergünstigungen oder Vorteile der Arbeit in der Buchhandlung? Ich erhalte einen Rabatt auf Bücher, was großartig ist, weil ich es liebe, meine persönliche Bibliothek zu erweitern. Rabatte in Buchhandlungen sind der Traum eines jeden Lesers.
Gab es Herausforderungen, mit denen Sie in Ihrem Teilzeitjob konfrontiert waren? Manchmal kann es schwierig sein, einen großen Zustrom von Kunden zu bewältigen, insbesondere in geschäftigen Zeiten. Der Umgang mit einer großen Anzahl von Kunden kann anspruchsvoll sein. Gibt es Fähigkeiten oder Lektionen, die Sie aus Ihrer Arbeit gelernt haben? Durch meine Arbeit in der Buchhandlung habe ich effektive Kommunikations-, Organisations- und Problemlösungsfähigkeiten erlernt. Das sind wertvolle Fähigkeiten, die in verschiedenen Bereichen angewendet werden können. Gibt es Pläne oder Ziele im Zusammenhang mit Ihrem Teilzeitjob? Ich möchte weiterhin mehr über verschiedene Genres und Autoren lernen, um Kunden bei der Buchauswahl besser unterstützen zu können. Das ist ein großartiges Ziel. Sachkundig zu sein, hilft Kunden, die richtigen Bücher zu finden. Irgendwelche letzten Gedanken zu einem Teilzeitjob? Teilzeitjobs bieten wertvolle Berufserfahrung, Unabhängigkeit und die Möglichkeit, neue Fähigkeiten zu entwickeln. Ich stimme zu. Danke fürs Teilen, Anna. Viel Spaß bei der Arbeit in der Buchhandlung und viel Spaß beim Lesen. Du bist willkommen, John. Ich weiß es zu schätzen. Hab einen fantastischen Tag. Lektion 13. Was machst du am Wochenende? Hallo, Anna. Was machst du am Wochenende? Am Wochenende treffe ich mich mit Freunden, lese nach und gehe joggen. Wie steht's mit dir, John? Ich mag es auch, mit Freunden abzuhängen, zu lesen und am Wochenende joggen zu gehen. Es ist eine schöne Art, sich zu entspannen. Zeit mit Freunden zu verbringen macht immer Spaß. Gibt es bestimmte Aktivitäten, die du gerne machst, wenn du rumhängst? Wir haben oft Filmabende, gehen essen oder erkunden neue Orte in der Stadt. Filmabende und die Erkundung der Stadt klingen aufregend. Welche Art von Büchern liest du gerne, wenn du das Lesen nachholst? Ich mag eine Vielzahl von Genres, aber ich fühle mich besonders zu Mystery- und Science-Fiction-Büchern hingezogen. Mystery und Science Fiction können faszinierend sein. Gibt es Lieblingsbücher oder Autoren, die Sie empfehlen? Einige meiner Lieblingsbücher sind Das Mädchen mit dem Drachentattoo von Stieg Larsson und Dune von Frank Herbert. Das sind beliebte Optionen. Ich werde erwägen, sie zu meiner Leseliste hinzuzufügen. Gibt es einen bestimmten Grund, warum du am Wochenende joggen gehst? Joggen hilft mir, meinen Kopf frei zu bekommen, aktiv zu bleiben und einen gesunden Lebensstil aufrechtzuerhalten. Es ist wichtig, den Kopf frei zu bekommen und aktiv zu bleiben. Gibt es bestimmte Strecken oder Orte, an denen Sie gerne joggen gehen? Ich jogge gerne im Park in der Nähe meines Hauses oder auf den malerischen Wegen in der Nähe des Flusses. Joggen in der Natur klingt erfrischend. Irgendwelche letzten Gedanken zu Wochenendaktivitäten? Die Wochenenden sind eine großartige Gelegenheit, sich zu entspannen, Hobbys zu genießen und neue Energie für die kommende Woche zu tanken. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Danke fürs Teilen, John. Haben Sie ein fantastisches Wochenende voller Spaß und Entspannung. Du bist willkommen, Anna. Ich weiß es zu schätzen. Genießt auch eure Wochenenden. Lektion 14. Was ist dein Lieblingssnack? Hallo, Anna. Was ist dein Lieblingssnack? Mein Lieblingssnack ist Popcorn. Ich liebe seine leichte und knusprige Textur. Popcorn ist eine klassische Wahl. Bevorzugen Sie bestimmte Aromen oder Gewürze? Ich mag sowohl süßes als auch herzhaftes Popcorn. Karamell- und Käsearomen sind meine bevorzugten Optionen. Süße und herzhafte Popcornsorten sind köstlich. Hast du neben Popcorn noch andere Lieblingssnacks? Ich mag auch frisches Obst, besonders saftige Wassermelonen und knackige Äpfel.
Frisches Obst ist eine gesunde und erfrischende Snackwahl. Gibt es noch andere Snacks, die du dir gerne gönnst? Ich habe eine Schwäche für Schokolade. Ein Stück Zartbitterschokolade ist immer ein Genuss. Dunkle Schokolade kann befriedigend sein. Welche Marken oder Arten von dunkler Schokolade, die Sie empfehlen? Ich mag Marken wie Lindt und Ghirardelli wegen ihrer reichen und weichen Aromen von dunkler Schokolade. Lindt und Ghirardelli sind bekannt für ihre hochwertigen Pralinen. Irgendwelche letzten Gedanken zum Naschen? Snacks können in Maßen genossen werden und sorgen den ganzen Tag über für einen schnellen Energieschub. Ich stimme zu. Danke fürs Teilen, Anna. Genießen Sie Ihre Lieblingssnacks und haben Sie einen wundervollen Tag. Du bist willkommen, John. Ich weiß es zu schätzen. Ich wünsche dir auch viel Spaß beim Naschen. Lektion 15. Wie oft besuchst du die Bibliothek? Hallo, Anna. Wie oft besuchst du die Bibliothek? Ich besuche die Bibliothek einmal pro Woche, um mir Bücher zum Lesen in der Freizeit auszuleihen. Es ist eine regelmäßige Das Angewohnheit ist von mir. großartig. Was gefällt dir am meisten am Besuch der Bibliothek? Ich liebe die friedliche Atmosphäre und die große Auswahl an Büchern, die ich erkunden kann. Die Bibliothek ist in der Tat eine ruhige und buchreiche Oase. Gibt es Lieblingsgenres oder Autoren, die du dir gerne ausleihst? Ich mag eine Vielzahl von Genres, aber ich mag besonders Kriminalromane und Werke von Agatha Christie. Kriminalromane können spannend sein. Agatha Christie ist eine renommierte Autorin in diesem Genre. Gibt es spezielle Bücher, die du empfiehlst? Einige meiner Lieblingsmysterbücher sind Tintire Virenone und Murder on the Orient Express von Agatha Christie. Das sind klassische Kriminalromane. Ich werde sie mir auf jeden Fall ansehen. Gibt es außer dem Ausleihen von Büchern noch andere Aktivitäten in der Bibliothek? Manchmal besuche ich Buchclubs oder nehme an Bibliotheksveranstaltungen wie Autorengesprächen oder Schreibworkshops teil. Buchclubs und Bibliotheksveranstaltungen klingen ansprechend. Haben Sie irgendwelche unvergesslichen Erlebnisse in der Bibliothek gemacht? Ich habe meinen Lieblingsautor einmal bei einer Signierveranstaltung in der Bibliothek getroffen. Es war ein wahr gewordener Traum. Es muss eine unglaubliche Erfahrung gewesen sein, Ihren Lieblingsautor zu treffen. Haben Sie Ziele oder Pläne im Zusammenhang mit Ihren Bibliotheksbesuchen? Ich möchte verschiedene Genres erkunden und neue Autoren entdecken, um meinen Lesehorizont zu erweitern. Das ist ein fantastisches Tor. Die Erkundung neuer Genres kann zu aufregenden Entdeckungen führen. Irgendwelche letzten Gedanken zu Bibliotheksbesuchen? Bibliotheken sind Schatzkammern an Wissen und Fantasie, und ein Besuch in ihnen ist eine wunderbare Möglichkeit, den eigenen Horizont zu erweitern. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Danke fürs Teilen, Anna. Viel Spaß bei Ihren Bibliotheksbesuchen und viel Spaß beim Lesen. Du bist willkommen, John. Ich weiß es zu schätzen. Hab einen fantastischen Tag. Lektion 16. Was ist dein bevorzugtes Transportmittel zur Schule? Hallo, Anna. Was ist dein bevorzugtes Transportmittel zur Schule? Normalerweise nehme ich den Schulbus, um zur Schule zu kommen. Es ist praktisch und zuverlässig. Es macht Sinn, den Schulbus zu nehmen. Gibt es besondere Gründe, warum du es bevorzugst? Das spart Zeit und ermöglicht es mir, während des Pendelns mit Klassenkameraden Kontakte zu knüpfen. Das sind klare Vorteile. Haben Sie andere Verkehrsmittel, die Sie gelegentlich benutzen? Manchmal fahre ich mit dem Fahrrad zur Schule,
wenn das Wetter schön ist und die Entfernung überschaubar ist. Fahrradfahren kann eine angenehme Alternative sein. Gab es irgendwelche Herausforderungen, mit denen Sie beim Transport zur Schule konfrontiert waren? Gelegentlich kann der Schulbus überfüllt sein, besonders in den Hauptverkehrszeiten, aber ich finde einen Sitzplatz. Überfüllte Busse können unpraktisch sein. Haben Sie Tipps oder Strategien, mit denen Sie Ihren Pendelverkehr komfortabler gestalten können? Ich bringe ein Buch mit oder höre Musik, um das Pendeln angenehmer zu gestalten und mir die Zeit schnell zu vertreiben. Lesen oder Musik hören kann das Pendeln definitiv angenehmer machen. Irgendwelche letzten Gedanken zum Schultransport? Die Wahl eines zuverlässigen und komfortablen Transportmittels ist für einen reibungslosen Start in den Tag unerlässlich. Ich stimme zu. Danke fürs Teilen, Anna. Habt einen schönen Arbeitsweg und einen produktiven Schultag. Du bist willkommen, John. Ich weiß es zu schätzen. Hab auch einen fantastischen Tag. Lektion 17. Nehmen Sie an Schulveranstaltungen oder Wettbewerben teil. Hallo, Anna. Nehmen Sie an Schulveranstaltungen oder Wettbewerben teil? Ja, ich nehme an Wissenschaftsmessen und Debattierwettbewerben teil. Sie sind beide aufregend und herausfordernd. Das ist beeindruckend. Was gefällt Ihnen am meisten an der Teilnahme an Wissenschaftsmessen? Ich liebe es, Experimente durchzuführen, wissenschaftliche Konzepte zu erforschen und meine Ergebnisse anderen zu präsentieren. Wissenschaftsmessen bieten eine hervorragende Plattform, um Ihr wissenschaftliches Wissen zu präsentieren. Wie wäre es mit Debattierwettbewerben? Debattierwettbewerbe ermöglichen es mir, meine Kommunikationsfähigkeiten zu entwickeln, meine Meinung zu äußern und intellektuelle Diskussionen zu führen. Debattierwettbewerbe können intellektuell anregend sein. Gab es nennenswerte Erfolge oder unvergessliche Erlebnisse bei diesen Veranstaltungen? Ich habe Preise für meine Science-Fair-Projekte gewonnen und hatte spannende Momente während intensiver Debatten. Preise zu gewinnen und intensive Debatten zu erleben, muss erfüllend sein. Gibt es Tipps oder Strategien, die Sie verwenden, um bei diesen Veranstaltungen erfolgreich zu sein? Vorbereitung, Recherche und Praxis sind entscheidend. Es ist wichtig, dass Sie sich mit dem Thema auskennen und starke Argumente haben. Die Vorbereitung ist in der Tat von entscheidender Bedeutung. Haben Sie Ziele oder Wünsche im Zusammenhang mit Ihrer Teilnahme an diesen Veranstaltungen? Ich möchte meine wissenschaftlichen Fähigkeiten und meine Debattierfähigkeiten weiter verbessern und sie vielleicht sogar in der Hochschulbildung oder in Berufsfeldern ausbauen. Das ist ein lobenswertes Ziel. Sowohl die Wissenschaft als auch das Debattieren bieten wertvolle Fähigkeiten für die Zukunft. Irgendwelche abschließenden Gedanken zur Teilnahme an Schulveranstaltungen und Wettbewerben? Schulveranstaltungen und Wettbewerbe bieten Möglichkeiten, sich persönlich weiterzuentwickeln, zu lernen und neue Leidenschaften zu entdecken. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Danke fürs Teilen, Anna. Viel Glück bei Ihren zukünftigen Wissenschaftsmessen und Debattierwettbewerben. Du bist willkommen, John. Ich weiß es zu schätzen. Hab einen wundervollen Tag. Lektion 18. Wie verwaltest du deine Zeit zwischen ihnen? Hallo, Anna. Was mein Studium und meine Hobbys angeht, wie verwaltest du deine Zeit zwischen ihnen? Ich erstelle einen Zeitplan, der Zeit sowohl für mein Studium als auch für meine Hobbys vorsieht. Es hilft mir, organisiert und ausgewogen zu bleiben. Das ist ein kluger Ansatz. Wie entscheiden Sie, wie viel Zeit Sie jeweils einplanen müssen? Ich berücksichtige die Wichtigkeit und Dringlichkeit meines Studiums und stelle sicher, dass ich genügend Zeit für akademische Aufgaben und Hobbys habe.
Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wichtigkeit und Dringlichkeit ist entscheidend. Gibt es spezielle Strategien, mit denen Sie Ihren Zeitplan einhalten? Ich priorisiere Aufgaben, minimiere Ablenkungen und bleibe diszipliniert, um die zugewiesene Zeit für jede Aktivität optimal zu nutzen. Die Priorisierung von Aufgaben und die Minimierung von Ablenkungen sind effektive Techniken. Gibt es Herausforderungen, mit denen Sie bei der Verwaltung Ihrer Zeit konfrontiert sind? Manchmal treten unerwartete Ereignisse oder zusätzliche Studienanforderungen auf, aber ich passe meinen Zeitplan entsprechend an. Die Anpassung an unerwartete Ereignisse ist entscheidend. Welche Vorteile haben Sie durch ein effektives Zeitmanagement erlebt? Ein effektives Zeitmanagement ermöglicht es mir, in meinem Studium Fortschritte zu erzielen und gleichzeitig meine Hobbys zu genießen und eine gesunde Work-Life-Balance Die aufrechtzuerhalten. Aufrechterhaltung einer gesunden Work-Life-Balance ist wichtig. Irgendwelche abschließenden Gedanken zum Zeitmanagement zwischen Studium und Hobbys? Es geht darum, einen Rhythmus zu finden, der zu Ihnen passt, und flexibel zu sein, wenn es nötig ist. Zeitmanagement ist eine wertvolle Fähigkeit für den Erfolg. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Danke fürs Teilen, Anna. Viel Glück bei der effektiven Verwaltung Ihrer Zeit. Du bist willkommen, John. Ich weiß es zu schätzen. Hab einen produktiven Tag. Lektion 19. Bist du ein Fan von Online-Lernen? Hallo, Anna. Bist du ein Fan von Online-Lernen? Online-Lernen hat seine Vorteile, aber ich bevorzuge Präsenzunterricht. Wie steht's mit dir? Ich lerne gerne online. Es bietet Flexibilität und Komfort. Aus welchen Gründen bevorzugen Sie Präsenzunterricht? Ich finde Präsenzunterricht ansprechender und interaktiver. Ich schätze den persönlichen Kontakt mit Lehrern und Klassenkameraden. Persönliche Interaktionen haben ihre Vorteile. Gibt es spezielle Aspekte des Online-Lernens, die Sie für nützlich halten? Online-Lernen ermöglicht das Lernen im eigenen Tempo und die Möglichkeit, von überall mit einer Internetverbindung auf Ressourcen zuzugreifen. Selbststudium und Barrierefreiheit sind klare Vorteile. Gab es Herausforderungen, auf die Sie beim Online-Lernen gestoßen sind? Technische Probleme und mögliche Ablenkungen können manchmal den Lernprozess während des Online-Unterrichts stören. Technische Probleme und Ablenkungen können frustrierend sein. Gibt es Tipps oder Strategien, mit denen Sie diese Herausforderungen bewältigen können? Ich sorge für eine zuverlässige Internetverbindung, vermeide Ablenkungen in meinem Lernraum und übe Selbstdisziplin. Das sind effektive Strategien. Irgendwelche abschließenden Gedanken zum Online-Lernen im Vergleich zum Präsenzunterricht? Es hängt letztendlich von den persönlichen Vorlieben und Lernstilen ab. Beide Optionen haben ihre Vorzüge, und es ist wichtig, herauszufinden, was für jeden Einzelnen am besten funktioniert. Ich stimme zu. Danke fürs Teilen, Anna. Ob online oder persönlich, möge Ihre Lernreise erfolgreich sein. Du bist willkommen, John. Ich weiß es zu schätzen. Ich wünsche dir auch viel Glück. Lektion 20. Wie behältst du den Überblick über deine Schulaufgaben? Hallo, Anna. Wie behältst du den Überblick über deine Schulaufgaben? Ich verwende einen Planer, um meine Aufgaben und Termine im Auge zu behalten. Es hilft mir, organisiert zu bleiben und Termine Die einzuhalten. Verwendung eines Planers ist eine hervorragende Möglichkeit, den Überblick über Ihre Aufgaben zu behalten. Haben Sie spezielle Strategien für die Verwaltung Ihrer Aufgaben? Ich teile große Aufgaben in kleinere Aufgaben auf und setze mir realistische Ziele für jeden Tag. Es hilft mir,
konzentriert zu bleiben und Prokrastination zu vermeiden. Es ist ein kluger Ansatz, Aufgaben in kleinere Aufgaben aufzuteilen. Gibt es noch andere Methoden, die du verwendest, um organisiert zu bleiben? Ich priorisiere meine Aufgaben auch nach Terminen und Wichtigkeit und stelle sicher, dass ich sie rechtzeitig erledige. Die Priorisierung von Aufgaben ist für ein effektives Zeitmanagement unerlässlich. Hatten Sie Schwierigkeiten, organisiert zu bleiben? Manchmal können unerwartete Ereignisse oder Arbeitsbelastungen es schwierig machen, meinen Zeitplan einzuhalten, aber ich passe mich an und passe mich nach Bedarf an. Es ist wichtig, sich an unerwartete Ereignisse anzupassen. Welche Vorteile hattest du, wenn du bei deinen Aufgaben gut organisiert geblieben bist? Organisiert zu bleiben hilft mir, Stress abzubauen, einen klaren Überblick über meine Arbeitsbelastung zu behalten und qualitativ hochwertige Arbeit pünktlich einzureichen. Stress abzubauen und qualitativ hochwertige Arbeiten einzureichen, sind klare Vorteile. Irgendwelche letzten Gedanken dazu, bei den Schulaufgaben den Überblick zu behalten? Es ist wichtig, ein System zu finden, das für Sie funktioniert, und es konsistent zu halten. Es ist eine wertvolle Fähigkeit, die zum akademischen Erfolg Dem beiträgt. könnte ich nicht mehr zustimmen. Danke fürs Teilen, Anna. Viel Glück dabei, organisiert zu bleiben und Ihre Schulaufgaben zu erledigen. Du bist willkommen, John. Ich weiß es zu schätzen. Hab einen produktiven Tag. Lektion 21. Wachen Sie früh am Morgen auf? Hallo, Anna. Ich stehe jeden Tag früh auf. Wachen Sie früh am Morgen auf? Ja, ich stehe auch früh auf. Das ist großartig. Um wie viel Uhr wachst du normalerweise auf? Ich wache jeden Morgen um 6 Uhr auf. 6 Uhr morgens ist ein guter Zeitpunkt, um den Tag zu beginnen. Gibt es einen bestimmten Grund, früh aufzustehen? Ich finde, es hilft mir, mich produktiver und energiegeladener zu fühlen. Ich stimme zu. Früh aufzustehen gibt einen positiven Ton für den Tag. Gibt es Morgenroutinen, denen du folgst? Ich meditiere und trainiere gerne morgens. Meditation und Bewegung sind hervorragende Möglichkeiten, den Tag zu beginnen. Irgendwelche Tipps zum frühen Aufstehen? Legen Sie einen konsistenten Schlafplan fest und vermeiden Sie Bildschirme vor dem Schlafengehen. Konstanz und Zeit ohne Bildschirm vor dem Schlafengehen können zu einem besseren Schlaf beitragen. Haben Sie irgendwelche Vorteile festgestellt, wenn Sie früh Ich fühle mich aufstehen? konzentrierter und habe Zeit für persönliche Aktivitäten. Es ist wertvoll, zusätzliche Zeit für persönliche Aktivitäten zu haben. Gibt es Schwierigkeiten beim frühen Aufstehen? Am Anfang kann es schwierig sein, aber es hilft, eine Routine zu etablieren. Der Aufbau einer Routine erfordert Zeit und Mühe, aber es lohnt sich. Hast du noch andere Morgengewohnheiten? Ich achte darauf, ein gesundes Frühstück zu mir zu nehmen, um meinen Tag mit Energie zu Ein versorgen. gesundes Frühstück ist wichtig, um den Tag richtig zu beginnen. Gibt es irgendwelche Lieblingsfrühstücksoptionen? Ich mag Haferflocken mit Obst oder ein Gemüseomelett. Haferflocken mit Obst und Gemüseomeletts sind nahrhafte Optionen. Irgendwelche Pläne für den Morgen nach dem frühen Aufstehen? Ich plane gerne meinen Tag, setze mir Ziele und priorisiere Aufgaben. Planung und Zielsetzung tragen zur Produktivität bei. Irgendwelche letzten Gedanken zum frühen Aufstehen? Es ist eine persönliche Entscheidung, aber für einen positiven Start lohnt es sich, darüber nachzudenken. Ich werde es versuchen und sehen, wie es für mich funktioniert. Danke, Anna. Du bist willkommen, John. Ich hoffe, es nützt dir. Hab einen wundervollen Tag. Du auch, Anna. Pass auf dich auf und genieß deinen Morgen. Lektion 22.
Um wie viel Uhr stehst du normalerweise auf? Hallo, Anna. Ich stehe normalerweise um 6 Uhr auf. Um wie viel Uhr stehst du normalerweise auf? Normalerweise stehe ich auch um 6 Uhr morgens auf. Das ist großartig. Frühes Aufstehen ermöglicht einen produktiven Tag. Gibt es einen bestimmten Grund, um 6 Uhr morgens aufzuwachen? Ich finde, es verschafft mir einen Vorsprung und gibt einen positiven Ton an. Ich stimme zu. Ein früher Start in den Tag kann zu einer Steigerung der Produktivität führen. Gibt es Morgenroutinen, denen du folgst? Ich treibe gerne Sport und frühstücke morgens gesund. Bewegung und ein gesundes Frühstück sind hervorragende Möglichkeiten, den Tag zu beginnen. Irgendwelche Tipps, um regelmäßig früh aufzustehen? Legen Sie einen konsistenten Schlafplan fest und erstellen Sie eine entspannende Schlafenszeit. Beständigkeit und eine beruhigende Schlafenszeit können zu einem besseren Schlaf beitragen. Haben Sie irgendwelche Vorteile festgestellt, wenn Sie früh Ich aufstehen? fühle mich konzentrierter, energiegeladener und habe Zeit für persönliche Aktivitäten. Mehr Konzentration, mehr Energie und mehr persönliche Zeit sind wertvolle Vorteile. Gibt es Schwierigkeiten beim frühen Aufstehen? Es kann anfangs schwierig sein, aber es hilft, eine Routine zu etablieren. Der Aufbau einer Routine erfordert Mühe, zahlt sich aber auf lange Sicht aus. Hast du noch andere Morgengewohnheiten? Ich plane gerne meinen Tag und setze mir morgens Ziele. Planung und Zielsetzung tragen zu einem produktiven Tag bei. Gibt es irgendwelche Lieblingsfrühstücksoptionen? Ich mag Haferflocken mit Früchten oder einen proteinreichen Smoothie. Haferflocken mit Früchten und Proteinsmoothies sind nahrhafte Optionen. Hast du Pläne für den Morgen nach dem frühen Aufstehen? Ich priorisiere meine Aufgaben und nehme wichtige Projekte zuerst in Angriff. Durch die Priorisierung von Aufgaben wird eine effiziente Nutzung des Vormittags gewährleistet. Irgendwelche letzten Gedanken zum frühen Es Aufstehen? ist eine persönliche Entscheidung, aber sie kann zu einem positiven Lebensstil führen. Ich werde es versuchen und sehen, wie es für mich funktioniert. Danke, Anna. Du bist willkommen, John. Ich wünsche dir viel Erfolg. Haben Sie einen produktiven Tag. Du auch, Anna. Passen Sie auf sich auf und machen Sie das Beste aus Ihrem Morgen. Lektion 23. Wie fängst du deinen Tag an? Hallo, Anna. Wie fängst du deinen Tag an? Ich beginne meinen Tag damit, mir die Zähne zu putzen und mein Gesicht zu waschen. Das ist eine gute Möglichkeit, sich morgens zu erfrischen. Irgendwelche anderen Morgenroutinen? Danach mache ich mein Bett und ziehe mich für den Tag an. Das Bett zu machen und sich anzuziehen gibt einen produktiven Ton an. Irgendwelche Frühstücksgewohnheiten? Ich esse gerne ein gesundes Frühstück, um meinen Tag mit Energie zu versorgen. Ein gesundes Frühstück ist wichtig für Energie und Konzentration. Gibt es ein Lieblingsfrühstück? Ich mag Joghurt mit Früchten oder Vollkorntoast mit Avocado. Joghurt mit Früchten und Avocado-Toast sind nahrhafte Optionen. Hast du Pläne für den Rest des Tages? Ich habe ein paar Aufgaben zu erledigen und ein Treffen am Nachmittag. Viel Glück bei Ihren Aufgaben und Ihrem Treffen. Irgendwelche Tipps für einen produktiven Tag? Priorisieren Sie Ihre Aufgaben und bleiben Sie den ganzen Tag über organisiert. Prioritäten zu setzen und organisiert zu bleiben, trägt zur Produktivität bei. Gibt es irgendwelche Hobbys oder Aktivitäten, die dir Spaß machen? Ich lese, male und gehe gerne in der Natur spazieren. Lesen, Malen und Spaziergänge in der Natur eignen sich hervorragend zur Entspannung. Gibt es irgendwelche Selbstpflegepraktiken, die Sie anwenden?
Ich meditiere und mache einige Dehnübungen. Meditation und Stretching fördern das geistige und körperliche Wohlbefinden. Irgendwelche letzten Gedanken zum Start des Tages? Den Tag mit positiven Gewohnheiten zu beginnen, gibt den Ton für den Erfolg an. Ich stimme zu. Danke fürs Teilen, Anna. Hab einen wundervollen Tag. Du bist willkommen, John. Du auch, hab einen schönen Tag vor dir. Lektion 24. Haben Sie außerschulische Aktivitäten? Hallo, Anna. Haben Sie außerschulische Aktivitäten? Ja, ich nehme am Schulchor und am Debattierclub teil. Das ist wunderbar. Singen und Debattieren können aufregend sein. Stehen Aufführungen oder Wettbewerbe an? Nächsten Monat haben wir ein Chorkonzert und nächste Woche ein Debattenturnier. Viel Glück bei deinem Konzert und Turnier. Gibt es spezielle Songs, die du spielen wirst? Im Chorkonzert werden wir eine Mischung aus Pop und klassischen Liedern aufführen. Das klingt nach einem vielfältigen Repertoire. Gibt es Diskussionsthemen, über die Sie gerne diskutieren? Ich diskutiere gerne über Themen im Zusammenhang mit sozialen Themen und aktuellen Ereignissen. Soziale Themen und aktuelle Ereignisse bieten interessanten Diskussionsstoff. Gibt es noch andere außerschulische Aktivitäten, an denen Sie beteiligt sind? Ich nehme auch am School Drama Club und am Community Service Club teil. Der Drama-Club und der gemeinnützige Dienst sind wertvolle Aktivitäten. Gibt es bevorstehende Theaterstücke oder Gemeinschaftsprojekte? Wir bereiten uns auf eine Schulaufführung nächsten Monat vor und werden nächste Woche freiwillig in einem örtlichen Tierheim arbeiten. Das ist fantastisch. Hals- und Beinbruch mit dem Stück und viel Spaß bei der freiwilligen Arbeit. Haben Sie persönliche Ziele bei Ihren außerschulischen Aktivitäten? Ich möchte meine Gesangsfähigkeiten verbessern und ein effektiverer Debattierer werden. Kontinuierliche Verbesserung ist bewundernswert. Verfolge deine Ziele weiter. Irgendwelche letzten Gedanken zu außerschulischen Aktivitäten? Sie bieten Möglichkeiten, sich persönlich weiterzuentwickeln und neue Freunde zu finden. Ich stimme zu. Außerschulische Aktivitäten können bereichernde Erfahrungen sein. Hab eine fantastische Zeit mit deinen Aktivitäten, Anna. Danke, John. Ich weiß das zu schätzen. Hab einen wundervollen Tag. Du auch, Anna. Passen Sie auf sich auf und genießen Sie Ihre außerschulischen Aktivitäten. Lektion 25. Hörst du während des Studiums Musik? Hallo, Anna. Hörst du während des Studiums Musik? Nein, ich lerne lieber im Stillen. Stilles Lernen kann helfen, sich zu konzentrieren. Gibt es bestimmte Gründe, warum du es bevorzugst? Musik kann für mich ablenkend sein, daher finde ich Stille förderlicher für das Lernen. Das ergibt Sinn. Stille kann eine ruhige Umgebung schaffen. Hast du noch andere Lerngewohnheiten oder Vorlieben? Ich mag es, einen sauberen und organisierten Lernraum zu haben. Ein sauberer und organisierter Lernraum kann die Effizienz fördern. Gibt es bestimmte Fächer, die dir leichter fallen zu lernen? Ich finde es einfacher, Fächer wie Mathematik und Naturwissenschaften zu studieren. Mathematik und Naturwissenschaften erfordern Konzentration und logisches Denken. Gibt es Strategien, die du anwendest, um beim Lernen konzentriert zu bleiben? Ich teile meine Lerneinheiten in kleinere Abschnitte auf und mache zwischendurch kurze Pausen. Das Unterbrechen von Lerneinheiten und das Einlegen von Pausen können einem Burnout vorbeugen.
Gibt es irgendwelche bevorzugten Lernressourcen oder Tools? Ich finde Online-Tutorials und Karteikarten hilfreich beim Lernen. Online-Tutorials und Karteikarten sind großartige Lernhilfen. Irgendwelche Tipps für effektives Lernen? Finden Sie eine Lernroutine, die für Sie funktioniert, und vermeiden Sie Ablenkungen. Eine Lernroutine und die Minimierung von Ablenkungen sind entscheidend. Gibt es andere Aktivitäten, die du für das Lernen hilfreich findest? Ich finde es nützlich, Informationen zusammenzufassen und sie jemand anderem beizubringen. Zusammenfassen und Unterrichten tragen dazu bei, das Verständnis zu stärken. Irgendwelche abschließenden Gedanken zum Lernen? Es ist wichtig, herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert, und konsequent zu bleiben. Ich stimme zu. Danke, dass du deine Erkenntnisse geteilt hast, Anna. Viel Glück beim Studium. Du bist willkommen, John. Ich weiß es zu schätzen. Ich wünsche dir auch viel Glück. Lektion 26. Wie entspannst du dich nach einem langen Tag? Hallo, Anna. Wie entspannen Sie sich nach einem langen Tag? Ich entspanne mich, indem ich ein Buch lese oder einen Film schaue. Lesen und Filme schauen sind großartige Möglichkeiten, um sich zu entspannen. Gibt es Lieblingsbuch- oder Filmgenres? Ich mag Fantasy-Bücher und Actionfilme am meisten. Fantasy-Bücher und Actionfilme können spannend sein. Gibt es bestimmte Bücher oder Filme, die Sie empfehlen? Die Serien Der Herr der Ringe und die Filme The Avengers sind fantastisch. Der Herr der Ringe und die Avengers sind beliebte Optionen. Gibt es noch andere Aktivitäten, die du machst, um dich zu entspannen? Ich gehe auch gerne in der Natur spazieren und höre Musik. Spaziergänge in der Natur und Musik können beruhigend sein. Gibt es Lieblingsorte für Ihre Spaziergänge? Ich gehe gerne im nahegelegenen Park oder am Strand entlang spazieren. Ein Spaziergang in der Natur ist erfrischend. Gibt es Lieblingsmusikgenres oder Künstler? Ich mag Popmusik und Taylor Swift ist eine meiner Lieblingskünstlerinnen. Popmusik ist eingängig und Taylor Swift ist talentiert. Gibt es noch andere Möglichkeiten, sich zu entspannen? Ich finde, Yoga oder Meditation helfen mir, mich zu entspannen. Yoga und Meditation fördern die Ruhe. Gibt es spezielle Yoga-Posen oder Meditationstechniken, die du empfiehlst? Die Haltung des Kindes beim Yoga und das achtsame Atmen bei der Meditation sind hilfreich. Die Haltung des Kindes und das achtsame Atmen sind großartige Techniken. Irgendwelche letzten Gedanken zum Entspannen? Es ist wichtig, Aktivitäten zu finden, die Ihnen Freude bereiten und Ihnen helfen, Stress abzubauen. Ich stimme zu. Danke fürs Teilen, Anna. Haben Sie eine friedliche Zeit beim Entspannen. Du bist willkommen, John. Ich weiß es zu schätzen. Genießen Sie auch Ihre Entspannungszeit. Lektion 27. Hast du in letzter Zeit gute Filme gesehen? Hallo, Anna. Hast du in letzter Zeit gute Filme gesehen? Ja, habe ich. Ich habe eine Komödie namens The Big Trip gesehen. The Big Trip klingt lustig. Hilfst du deinen Eltern bei der Hausarbeit? Ja, ich helfe bei Hausarbeiten wie dem Decken des Tisches und dem Aufräumen meines Zimmers. Das ist von dir verantwortlich. Gibt es noch andere Aufgaben, bei denen du hilfst? Ich helfe auch beim Geschirr spülen und den Müll rausbringen. Geschirr spülen und Müll rausbringen sind wichtige Aufgaben. Gibt es Strategien, die du verwendest, um die Hausarbeit angenehmer zu gestalten? Ich höre Musik oder Podcasts, während ich Hausarbeiten mache, um ihnen mehr Spaß zu machen.
Musik und Podcasts können Hausarbeiten unterhaltsamer machen. Gibt es Lieblingsgenres oder Podcasts, die du hörst? Ich mag Popmusik und höre mir einen Podcast über wahre Kriminalfälle an. Popmusik ist ein Ohrwurm und wahre Kriminalromane können faszinierend sein. Irgendwelche Tipps für ein sauberes und organisiertes Zimmer? Ich mache es mir zur Gewohnheit, jeden Tag mein Zimmer aufzuräumen und die Dinge an den dafür vorgesehenen Stellen abzulegen. Es ist hilfreich, eine tägliche Aufräumroutine einzuhalten. Gibt es Belohnungen oder Anreize, die dir deine Eltern dafür geben, dass du bei der Hausarbeit hilfst? Manchmal geben mir meine Eltern zusätzliche Freizeit oder gönnen mir mein Lieblingsdessert. Zusätzliche Freizeit und Lieblingsdesserts sind großartige Anreize. Irgendwelche letzten Gedanken zur Hilfe bei der Hausarbeit? Es ist wichtig, einen Beitrag zum Haushalt zu leisten und als Familie zusammenzuarbeiten. Ich stimme zu. Danke fürs Teilen, Anna. Genieß deinen Film und deine Hausarbeiten. Du bist willkommen, John. Ich weiß es zu schätzen. Hab einen fantastischen Tag. Lektion 28. Ich habe gehört, dass du am Wochenende ehrenamtlich im örtlichen Tierheim arbeitest. Hallo, Anna. Ich habe gehört, dass du am Wochenende ehrenamtlich im örtlichen Tierheim arbeitest. Das ist großartig. Ja, ich helfe gerne im Tierheim aus. Engagieren Sie sich ehrenamtlich? Derzeit bin ich an keiner freiwilligen Arbeit beteiligt. Ich bin jedoch daran interessiert, mehr über Ihre Erfahrungen zu erfahren. Freiwilligenarbeit im Tierheim ermöglicht es mir, mich um die Tiere zu kümmern und Zeit mit ihnen zu verbringen. Es ist lohnend. Das klingt erfüllend. Wie hast du mit der freiwilligen Arbeit im Tierheim angefangen? Ich habe mich an das Tierheim gewandt und mein Interesse an einer Freiwilligenarbeit bekundet. Sie begrüßten mich und boten Schulungen an. Es ist wunderbar, dass Sie offen für Freiwillige waren. Welche Aufgaben erledigst du im Tierheim? Ich helfe beim Füttern, beim Reinigen der Tiergehege und helfe manchmal bei Adoptionsveranstaltungen. Füttern, Putzen und Unterstützung bei Adoptionen sind wichtige Aufgaben. Gibt es irgendwelche unvergesslichen Erlebnisse oder Tiergeschichten, die du teilen kannst? Es gab einen Welpen, um den ich mich gekümmert habe, und zu sehen, wie er ein liebevolles Zuhause gefunden hat, hat mir Das muss Freude gemacht. herzerwärmend gewesen sein. Gibt es Pläne für zukünftige Freiwilligenarbeit oder andere Anliegen, Ich die dir am erwäge, mich Herzen liegen? freiwillig bei einer lokalen Umweltorganisation zu engagieren. Ich möchte zur Das ist Erhaltung der eine Natur großartige beitragen. Sache. Naturschutz ist wichtig. Irgendwelche Ratschläge für jemanden, Finden der Sie sich eine für Organisation oder Freiwilligenarbeit ein Anliegen, interessiert? das Ihren Interessen entspricht, und wenden Sie sich an sie. Kluger Rat. Freiwilligenarbeit kann Danke einen fürs Teilen, Unterschied Anna. machen. Macht weiter so mit der tollen Arbeit im Tierheim. Du bist willkommen, John. Ich weiß es zu schätzen. Wenn du jemals mit mir im Tierheim sein Ich werde willst, das im lass es Hinterkopf mich wissen. behalten. Auf Wiedersehen, Anna. Lektion 29. Abende sind meine Lieblingszeit des Tages. Hallo, Anna. Ich habe gehört, dass Sie die Abende genießen, an denen Sie sich entspannen und Zeit mit der Familie verbringen können. Das klingt herrlich. Ja, Abende sind meine Lieblingszeit des Tages. Was ist mit dir, John? Was ist deine Lieblingszeit des Tages? Ich genieße auch die Abende, an denen ich mich entspannen und Zeit mit meinen Lieben verbringen kann. Zeit mit geliebten Menschen zu verbringen ist kostbar. Welche Aktivitäten machen Sie normalerweise während Ihrer abendlichen Entspannungszeit? Wir haben oft Familienessen, schauen zusammen Filme oder führen einfach Gespräche. Familienessen und Filmabende klingen herrlich. Gibt es Lieblingsfilme, die du gerne mit deiner Familie schaust? Wir mögen eine Vielzahl von Filmen,
aber Komödien und Abenteuerfilme sind immer ein Hit. Komödien und Abenteuerfilme sind eine gute Wahl für Familienunterhaltung. Was macht Abende für dich zu etwas Besonderem? Die friedliche Atmosphäre und die Möglichkeit, mit meiner Familie in Kontakt zu treten, machen die Abende für mich zu etwas Ich stimme Besonderem. zu. Die Ruhe und Verbundenheit am Abend sind von unschätzbarem Wert. Gibt es noch andere Gründe, warum Sie Abende genießen? Ich finde, dass Abende eine gute Balance zwischen Entspannung nach einem Arbeitstag und der Vorbereitung auf einen guten Schlaf bieten. Das stimmt, Abende können eine Übergangszeit sein. Gibt es irgendwelche Rituale oder Gewohnheiten, die du während deiner abendlichen Entspannung hast? Ich lese gerne ein Buch oder höre beruhigende Musik, bevor ich ins Bett gehe. Es hilft mir, mich zu entspannen und zu entspannen. Lesen und Musik hören sind wunderbare Möglichkeiten, sich zu entspannen. Irgendwelche abschließenden Gedanken zu deiner Lieblingszeit des Tages? Es ist wichtig, die Zeit, die wir mit unseren Lieben haben, zu schätzen und optimal zu nutzen, besonders abends. Absolut. Danke fürs Teilen, John. Genießen Sie Ihre abendliche Entspannung und Zeit mit der Familie. Du bist willkommen, Anna. Ich weiß es zu schätzen. Hab auch einen fantastischen Abend mit deiner Familie. Lektion 30. Ich habe gehört, dass du 3-mal pro Woche im Fitnessstudio trainierst. Hallo, Anna. Ich habe gehört, dass du 3-mal pro Woche im Fitnessstudio trainierst. Das ist beeindruckend. Ja, ich versuche aktiv zu bleiben. Wie oft trainierst du, John? Ich trainiere auch 3-mal pro Woche. Es hilft mir, fit und gesund zu bleiben. Das ist großartig. Welche Art von Übungen machst du normalerweise im Fitnessstudio? Ich mache eine Kombination aus Cardioübungen wie Laufen auf dem Laufband und Krafttraining mit Gewichten. Cardio und Krafttraining sind wichtig für die allgemeine Fitness. Hast du bestimmte Ziele mit deinem Training? Mein Hauptziel ist es, meine Ausdauer zu verbessern und Muskelkraft aufzubauen. Ausdauer und Muskelkraft sind fantastische Ziele. Hast du irgendwelche Tipps, wie du motiviert bleibst, regelmäßig Sport zu treiben? Sich konkrete Ziele zu setzen, eine Trainingsroutine zu finden, die mir Spaß macht, und einen Trainingspartner zu haben, helfen mir, motiviert zu bleiben. Das sind hilfreiche Tipps. Einen Trainingspartner zu haben, kann Rechenschaftspflicht bieten. Gibt es neben dem Fitnessstudio noch andere Aktivitäten, die du machst, um Ich aktiv mag zu bleiben? Outdoor-Aktivitäten wie Wandern und Sport mit Freunden. Outdoor-Aktivitäten sind eine unterhaltsame Art, aktiv zu bleiben. Gibt es Lieblingswanderplätze oder Sportarten, die du gerne spielst? In der Nähe gibt es einen Weg, den ich gerne wandere, und ich spiele gerne Basketball mit meinen Freunden. Wandern und Basketball klingen aufregend. Irgendwelche letzten Gedanken zu Bewegung und aktiv bleiben? Für einen gesünderen Lebensstil ist es wichtig, Aktivitäten zu finden, die Ihnen Spaß machen, und Bewegung zu einem festen Bestandteil Ihrer Routine zu machen. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Danke fürs Teilen, John. Mach weiter so mit deiner tollen Arbeit mit deinen Workouts. Du bist willkommen, Anna. Ich weiß es zu schätzen. Bleib aktiv und hab einen fantastischen Tag.